Mein Name ist Katharina Kramer. Ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin der Tiller Alpha GmbH. Und mit mir gründen Nikolaus Röffin und Christopher Söderström. Im engen Austausch mit Forschungsinfrastrukturen und Core Facilities erarbeiten wir Analysen, um Nutzergemeinschaften, Nutzungsmuster an Instrumenten und Kooperationsnetzwerke besser zu verstehen. Forschungsinfrastrukturen und Core Facilities stellen komplexe Instrumente für die Wissenschaft bereit. Das können Lichtquellen sein, Laser, Teilchenbeschleuniger, Teleskope. Wir nutzen anfallende Daten, also das sind zum Beispiel Anträge von Nutzern oder Nutzerinnen, aber auch Publikationen und Laborberichte, Experimentberichte, also alles, was eigentlich auch schon da ist, und nehmen die als Grundlage, um Analysen zu erstellen über eben die Nutzungsdynamiken an den Instrumenten, also wer kommt, wie oft werden diese Instrumente genutzt, welche Themen werden da vor allem bearbeitet, wird das publiziert, wenn ja, wo wird das publiziert. Mit Hilfe von KI-Technologien und datengetriebenen Lösungen können wir diesen massiven Ressourceneinsatz, die die Forschungsinfrastrukturen und Core Facilities haben, schon deutlich entschärfen. Und das erleben wir jetzt gerade auch bei den Pilotstudien, die wir mit der schwedischen Photonenquelle Max IV durchführen, aber auch mit den Core Facilities an der Universität Bonn, die Zentralinstrumente für Forschende an der Universität zur Verfügung stellen. Wir haben aus der Wissenschaft für die Wissenschaft gegründet und gerade jetzt in der Übergangsphase von der Universität ins eigene Unternehmen ist es sehr wichtig für uns, diesen Rollenwechsel zu kommunizieren. Wir haben ein sehr breites Netzwerk aus Forschenden, die an sehr verschiedenen Forschungsinfrastrukturen arbeiten, an sehr verschiedenen Core Facilities, und hier versuchen wir ganz offen eben diesen Wechsel zu thematisieren. Die Idee entstand in Schweden, in Lund, am Pufendorf Institute for Advanced Studies. Da war ich 2022, 2023 als DAD-Stipendiatin und gleichzeitig war ich mit der größten schwedischen Forschungsinfrastruktur Max IV assoziiert. Ein Risiko ist es sicherlich immer, und ich glaube, wir sind auf der einen Seite furchtlos, weil wir wissen natürlich nicht, was kommen wird, aber wir sind extrem zuversichtlich, dass gute Dinge passieren werden. Aber wir gehen auf der anderen Seite auch auf jeden Fall mit dem nötigen Respekt vor der Aufgabe, aber auch, wir wissen auch um die Verantwortung, die wir tragen. Wir sind extremst gut organisiert. Ja. Den Prototypisierungsgrant von der Uni Bonn haben wir Ende 2023 bekommen, und das war wirklich das allererste Mal, dass wir finanzielle Mittel hatten, um eine technische Infrastruktur aufzubauen, um über so Dinge wie Datenschutz, aber auch rechtliche Implikationen von KI wirklich fundiert nachzudenken. Und darüber hinaus haben wir diese technische Infrastruktur, das war unser Prototyp namens Tiller, das war eine KI-basierte Wissensdatenbank, und die haben wir damals mit Mitarbeitenden des European XFEL getestet. Der European XFEL ist eine internationale Großforschungsanlage in Schenefeld bei Hamburg, das ist der weltweit größte Röntgenlaser. Das Exist Women Programm war sicherlich neben dem Prototypisierungsgrant ein wichtiger Meilenstein, weil ich sozusagen nicht nur fachlich, sondern auch persönlich gewachsen bin. ENACOM hat mich da wahnsinnig gut unterstützt mit vielen Workshops, mit vielen Seminaren. In dem Exist Women Programm habe ich auch meine Mentorin kennengelernt, die selbst seit über 30 Jahren Unternehmerin ist. Ihre Expertise ist eben unschlagbar, wenn es dann auch um Alltägliches des Geschäftslebens geht. An Ratschlägen würde ich sagen, holt euch Unterstützung, sucht euch Rat, macht das auf gar keinen Fall im stillen Kämmerlein und seid geduldig mit euch und dem Prozess. Es braucht alles mehr Zeit, als man am Anfang vielleicht dafür einplant. Wir haben das Workshop-Angebot von ENACOM intensiv wahrgenommen. Ja, besonders hervorzuheben ist wahrscheinlich die Gründungsberatung durch ENACOM gewesen, die wirklich jederzeit mit Rat und Tat zur Seite standen, immer ansprechbar waren und auch unglaublich hilfreich waren, nochmal unser Geschäftsmodell zu entwickeln, auch nochmal zu verfeinern und ja, einige Baustellen nochmal nachzuarbeiten.